Einen wunderschönen guten Morgen zu meinem letzten Tag in Mexiko. Ich hatte überlegt, ob ich noch zu den Pyramiden nach Teotihuacan fahre. Das ist theoretisch auch möglich, aber richtig kompliziert. Deswegen werden wir jetzt erstmal in einer halben Stunde auschecken, um 6:30. Natürlich zurückfliegen nach Mexico City. Und dann werde ich erstmal versuchen, mein Gepäck irgendwie unterzubringen. Ich hoffe, ich kann das schon mal früh einchecken oder so. Und dann werde ich mir noch mal ein bisschen Mexico City angucken. Und zwar möchte ich gerne zu dem Schloss Chapultepec und dem Chapultepec Forest. Das soll sehr schön sein, das ist auch erreichbar. Da werde ich mir auch noch mal versuchen, mich durch das S- und U-Bahn-System zu schlagen. Das wird sicher auch noch mal sehr spannend. Also, da Flug und so ja nicht so spannend ist, zischen wir jetzt mal direkt nach Mexico City. So, da wären wir auch schon in Mexiko. Ich muss jetzt mal zusehen, dass ich den Koffer da hinten los wäre. Also in Mexico City, logischerweise. Und ich würde den natürlich ungern... Safety first. Ja, ich muss meinen Koffer loswerden. Und dann versuche ich mal über die S-Bahn nach Chapultepec Castle zu kommen. Jetzt packe ich erstmal die Kamera wieder weg. Also ich muss erstmal mit dem Flug zum Terminal 1, mit dem Zug zum Terminal 1. Der scheint hier auch irgendwo zu fahren. Ja, wie ihr seht, ist der Lufthansa-Schalter noch leer. Ich muss mir also mal irgendwas anderes für mein Gepäck überlegen oder rausfinden, wann er besetzt wird. Das gestaltet sich alles etwas schwieriger als gedacht. Am Lufthansa-Terminal taucht niemand auf. Ich habe auch keinen Platz gefunden, wo man den Koffer vielleicht einschließen kann. Also vielleicht mit Koffer los. Haha, Erfolg! Der Koffer ist eingeschlossen, ich weiß, wo ich zur Train Station komme. Door number 1. Jetzt geht's weiter zum Castle Chapultepec. Da. Also hier runter, dann darüber. Das sollte eigentlich ganz einfach sein. Also ich bin allen Ernstes zur falschen Linie gelaufen. Aber die endet fast an der gleichen Stelle, wo die endet, wo ich eigentlich hin wollte. Und deswegen sollte das glatt gehen. Also ich müsste hier wahrscheinlich genauso viel zurücklaufen wie da. Schauen wir mal. Vagones sin servicio. Si vienes una lámpara de gran utilidad, en el coche en el 5 pesos una o bien te llevas 3 por 10 pesos. Also was ist hier beim S-Bahn-Fahren anders als in Deutschland? Erstens, es lässt einen keine Sau aussteigen, man muss sich echt rausschieben. Und es tauchen jede Menge verkaufssüchtige Leute auf, die unterwegs noch was an den Mann bringen wollen. Oreo-Kekse, Taschenlampen, Süßigkeiten, die einen aufdringlicher als die anderen. Aber ansonsten war das eigentlich eine ganz einfache Geschichte.
mal in so eine Seitenstraße abgebogen. Ich glaube, ich bin hier in so einer Hipster-Gegend gelandet. Plötzlich wird hier Perrier und Cold Brew Coffee verkauft. Oh, ist nett hier. Na gut, ich meine, ich bin ja unterwegs zu dem schicken zentralen Touri-Park hier. Da soll die Gegend wohl ein bisschen besser werden. Jetzt dringend mal was zu essen finden. Eigentlich würde ich gerne in einem von diesen Straßencafés hier essen, die hier richtig geile Sachen zubereiten. Da werde ich es jetzt mal versuchen. Auf die Frage, ob sie irgendwas ohne Käse und ohne Fleisch hätten, war die Antwort Bier, natürlich. Na gut, ich gehe mal ein Stück weiter, gucke, was ich sonst noch so finden kann. This direction. This direction? This direction, yeah. I want to go to the anthropology museum. Well, you don't have to because of No, me. no, but I'm thinking if you are alone, I'm alone. I have time. We can go. Okay. We can go. And later we can. I can back tomorrow with my family. Okay. Ich bin jetzt also von hier nach hier gelaufen und jetzt fahre ich noch ein Stück hier rüber. Durch einen glücklichen Zufall habe ich hier den Waldemar getroffen, der mich jetzt hier rumführt in Mexiko. Kommt selbst gebürtig aus Mexiko und lebt aber jetzt in Las Vegas und hat sich die Zeit genommen, mich hier rumzuführen. Finde ich super cool. Und wir sind jetzt hier in dem Schloss Chapultepec. Unfassbar. Alte Residenz der Habsburger, bevor die Mexikaner hier die Revolution vom Zaun gebrochen haben, gegen die europäische Herrschaft, völlig unverständlich. Und es ist auch ein unfassbar geiler Ausblick hier über die Stadt. Ich hoffe, die Bilder werden dem einigermaßen gerecht. Super cool. That the name comes from that is Chapultepec. Ah, Chapultepec, and the name comes from that insect? Yeah. Because, Chapultepec. That's interesting. So, das war Chapultepec,
echt beeindruckendes Schloss mit den ganzen alten Habsburger Traditionsstücken dabei. Und dann dazu noch diese ganze Mexiko-Stadt, die man drumherum sieht und die Maya-Kulturstücke, die man auch noch sieht. Das war wirklich ein schöner Rundgang. Waldemar hier hat mich sehr gut unterstützt bei der Übersetzung der Schilder. How you say hola in Alemán? Hallo. Hallo, Sturchenbachen, Waldemar González for you. Good time with Ingor. Good time, very good time. Muy buen momento con Ingor. I met. Ja. Son momentos de la vida, buenos momentos de la vida espontáneos. You need to translate. I will. Son buenos momentos de la vida que se encuentra uno. Cuando yo viajé en Europa hace muchos años, tuve buenos momentos. Él ahora tuvo buen momento, I think. Yo pienso conmigo. Congratulations, Ingor. Saludos. I have no idea what he just said, but I will find out. And you will know when you see this, because I will maybe put subtitles here somewhere or something like that. Okay. Well, thanks a lot. And it was and it is a pleasure to have met you and to go around here with you. Really, really nice. Would be very lonesome here. Thank you. Now we will go and have snacks somewhere, and then I need to go to the airport. Good. Die Lufthansa hat zwar Verspätung, kann mir auch nicht in der Service-Hotline sagen, wann genau ich jetzt doch da sein muss, nur dass ich doch trotzdem noch die Deadlines beachten muss. Keine Ahnung, was das heißt. Ich sollte also am besten regulär am Flughafen auftauchen. Das klappt aber alles noch. Let me try my German language. Yeah? I don't know what to say, but let me tell this in German. Struchenbachen, Volkswagen, Mercedes-Benz, Punto Azul. Hi, hello, Waldemar González le saluda. Bye. Sorry. Got it? Okay. Also ihr seht schon, wir haben hier viel Spaß. We're having a good time. And now we need to find something to drink and to eat, because I am very, very thirsty. Okay. Fame. It's new. A new Okay. Hall of Fame in Las Vegas. The first fighters on this edition. There are 4 editions, 4 years. The Yeah. first one, Mike Tyson. Aber The name is Ava soup, yeah. with cactus, habas, the fruit, and nopales. I don't know what to say in English. Nopales, cactus. Cactus. Yeah, it's cactus. Carrots, calabaza, rice, Carrot. What kind of sauce is this here? green sauce, Green sauce? tomato sauce. This is pepino, tomato. ¿Cómo se dice pepino? ¿Cómo se dice pepino en inglés? Cucumber? Cucumber. Yeah, cucumber. Yeah. Gracias. And this is beans, right? Beans, black beans. Do you want my salad? Take it. Yeah. Okay. So, da wäre ich dann auch wieder in Frankfurt und fasse noch mal kurz die letzten paar Stunden in Mexico City zusammen. Ich habe da, weil ich auf der Straße auf meinem Handy mir die Karte angeguckt habe, hat Waldemar mich angesprochen, den ihr eben schon gesehen habt, und meinte, dass das echt gefährlich ist und man hier aufpassen muss und ständig die Sachen am Mann haben muss. Und erst hat er nur angeboten, ein Stück mit mir zu gehen, und ist dann aber mein kleiner privater Reiseleiter geworden. Und anhand seines Verhaltens ist mir nochmal klar geworden, wie gefährlich das anscheinend doch in Mexico City ist, weil er wirklich ständig in mein Handy oder ein Portemonnaie rausgezogen hat, gesagt hat, lass es mal an die Seite gehen, pass auf, du kannst das hier nicht so offen tragen. Und das ist schon irgendwie, Mexiko ist eine extreme Erfahrung. Ein sehr schönes Land, aber auch echt gefährlich. Ein Kollege hat mir eine Geschichte erzählt, dass er sich verfahren hat und dann
ging ihm der Sprit langsam aus, die Straße wurde immer leerer und dann hat er bei einem Polizeiauto angehalten und der Polizist sagte, nee, du kannst hier nicht weiterfahren, hier verschwinden fast alle, die auf der Straße weiterfahren. Ich meine, Tod durch Verfahren, das muss man sich mal reinziehen. Extrem traurig irgendwie, weil es ist ein echt schönes Land. Die riesigen Städte wie Mexico City und Guadalajara sind zwar furchtbar, extrem voll, furchtbarer Verkehr, Smog, aber sehr nette Menschen. Und wenn man raus aufs Land kommt, sehr schönes Land. Ja, alles in allem sehr interessanter Trip. Damit bin ich raus und freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Ciao!